Hallöchen. Ich sehe noch ein bisschen verschwitzt aus. Ich konnte mich nämlich nicht aus dem Garten losreißen. Aber so langsam muss ich mal mit dem Packen anfangen, weil morgen geht es nämlich für mich auf Alpentour. Ich habe schon mal geschafft, alles hier zusammenzuräumen, was ich brauche. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, und das wollte ich jetzt einmal durchgehen mit euch. So, womit fangen wir an? Mit den Klamotten. Das ist hier auch irgendwie der größte Stapel. Wobei ich mich schon echt zusammengerissen habe, nicht zu viel mitzunehmen. Ich kann mich immer so schwer entscheiden, was ich anziehen möchte dann eine Woche lang. Und da das Wetter ja auch gut tagsüber wahrscheinlich schon gut warm sein wird, da habe ich aber die meiste Zeit ja sowieso meine Motorradklamotten an. Und dann abends halt, klar, eine Jeans, ein Pulli, dann T-Shirts, 2 Langarm-Shirts, Unterwäsche und Schlafsachen. Und meine Daunenjacke, die ist richtig schön klein hier zusammenpackbar, das ist echt gut. Und die ist auch richtig schön warm. Und Schuhe. Die nehmen halt immer viel Platz weg. Das ist echt ein bisschen doof. Dann Motorradklamotten zum Wechseln. Auch einmal T-Shirts, Tops, falls es so richtig heiß wird. Und aber auch, wenn es kalt werden sollte, Merino-Sachen für drunter. Kulturbeutel natürlich. Ich habe da alles schon in so kleinen Größen drin und trotzdem ist er so dick. Naja, Medikamente habe ich auch ein paar drin, also Ibuprofen, Nasenspray, dann so ein Propolis-Halsspray, falls ich Halsschmerzen bekommen sollte. Augentropfen, weil ich ja jetzt vor ein paar Tagen irgendwie so ein rotes Auge hatte, falls mir das jetzt nochmal passieren sollte. Zahnbürste, Schminksachen. Dann habe ich hier noch so eine kleine Tasche. Die kann ich dann, wenn wir zwischendrin mal Pause machen, mitnehmen. Da packe ich dann mein Portemonnaie, Kamera und so die ganzen wichtigen Wertsachen rein. Portemonnaie, das habe ich aber noch nicht bestückt, muss ich einmal noch umsortieren, weil mein normales Portemonnaie ist viel zu dick. Upsala, Sonnenbrille. Dann nehme ich mir hier noch meinen zusammenfaltbaren Stuhl mit, weil ein Teil der Gruppe zeltet und ein Teil geht ins Hotel. Ich gehe ins Hotel. Und abends treffen wir uns dann da zum Essen auf dem Campingplatz. Dafür habe ich dann auch noch hier meine Tasse und noch einmal Besteck, ein Messer, falls wir noch irgendwie was schnibbeln müssen. Mein Tellerchen zum Essen. Dann habe ich hier noch meine Kühltasche und so ein paar kleine Döschen, falls ich mir irgendwas Kleines da zum Knabbern noch einpacke. Hier habe ich auch einmal ein paar Walnüsse drin für zwischendurch und noch ein paar Proteinriegel. Einmal Warnweste, einmal mein Felgenschloss. Ich weiß, wenn die zu viert mit dem Transporter kommen, dann bringt das auch nichts, aber besser als nichts. Und noch eine Ersatzkartusche für meine Airbag-Weste, die ich hoffentlich nicht benutzen werde. Mein Trinkrucksack werde ich auch das erste Mal ausprobieren. Bei der Hitze habe ich keinen Bock auf Kopfschmerzen. Und da habe ich mir nämlich dann noch hier so Elektrolyt-Tabletten geholt. Die mache ich mir dann mit da rein. Ja, und dann eigentlich nur noch der ganze Elektrokram. Stative zweimal. Hier ist der ganze Kram von meiner Insta360. Da habe ich mir auch noch eine neue Speicherkarte geholt, weil die, glaube ich, nicht reichen wird. Meine Kopfhörer nehme ich einmal mit. Und mein Mikrofon, ja, wenn ich zwischendurch ein bisschen was filme. Ja, das war's. Irgendwie sieht das gar nicht so viel aus. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich war bisher noch nicht so lange mit dem Motorrad weg, immer nur so ein Wochenende. Aber ich wüsste nicht, was ich vergessen haben sollte. Und wenn, dann ist es jetzt eh zu spät. Ich habe übrigens doch noch was vergessen. Also ich hätte es nicht vergessen, es ist nur gerade noch in Benutzung. Die Powerbank, die lade ich gerade noch auf. Und meine Ladekabel für Handy und für die Uhr. Genau. So, und dann habe ich ja das Reckless-System von Lone Rider. Da sind dann ja hier einmal die beiden Seitentaschen. Da passen jeweils 25 Liter rein. Und für obendrauf noch die Tasche hier mit 20 Litern. Es wäre schön, wenn ich nur die Seitentaschen brauchen würde, aber ich glaube, das passt nicht. Dann mache ich obendrauf einfach so Sachen, wo ich dann öfters zwischendurch vielleicht mal dran muss, so Klamotten zum Wechseln und was
was zu essen oder so. Mal gucken. Und das Gute ist ja, ich kann da zusätzlich auch noch diese anderen Taschen von Lone Rider mit dran machen. Da habe ich auch noch verschiedene Größen. Mal gucken, was da noch passt. Und noch einen Flaschenhalter. So, dann gucken wir mal, wie wir das jetzt alles unterbekommen. So, jetzt ist die Woche Alpentour auch schon wieder rum. Die Videos dazu kommen jetzt auch so nach und nach. Das ist immer ein bisschen aufwendig mit der ganzen Schneiderei. Aber jetzt mit dem Packvideo konnte ich auch selber mal sehen, was brauche ich alles wirklich, was habe ich zu viel eingepackt und gar nicht benutzt oder was habe ich vielleicht vergessen. Also vergessen habe ich eigentlich nichts. Ich hätte nur gerne, gut, das weiß man halt vorher nicht, wie das Wetter so wird. Bei uns war es halt durchgehend richtig warm, beziehungsweise heiß auch schon. Also in den Tälern war es da teilweise bis zu 38 Grad. Und da war halt jeden Tag mein Oberteil vom Motorradfahren komplett durchnässt. Da hätte ich mir dann schon gerne für jeden Tag ein frisches T-Shirt gewünscht. Aber das musste dann ab und zu halt einfach mit unter die Dusche und dann war das für den nächsten Tag auch schon wieder okay. Ja, und ansonsten habe ich schon so ein paar Sachen eingepackt, die ich gar nicht gebraucht habe. Wie zum Beispiel auch, das hatte ich in dem Video gar nicht gezeigt, ich habe noch Ersatzhandschuhe, also dicke Handschuhe fürs Motorradfahren und noch ein dickes Halstuch eingepackt gehabt. Das brauchte ich gar nicht bei dem Wetter, aber das weiß man halt vorher nicht. Ja, vielleicht hat euch dieses Video ja auch bei eurer Packentscheidung ein bisschen geholfen. Oder ihr habt noch Tipps, dann könnt ihr die gerne einmal unten reinschreiben und dann bis bald. Tschüssi!